Okay, dat nächste Lied, das wollen wir mit den aller Taub singen. Nehmt der Christian Hymnal, Bigger 435. 435 von der Christian Hymnal.
everyone. Het is een wertvolle gelegenheid hier als Tjener Gottes taub te zijn. We leven in een wereld waar dat anders is wie het gewend zijn. Die hebben niet zo'n vrede, die hebben niet zo'n vrede aan zijn toekomst als wat we hebben. Ik wil jedem einem Fried von Gott wünschen. 2. Thessalonicher 1, Vers 2, da sagt es, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das wird ich mir und ich alle Tag wünschen, dass wir wirklich die Gnade und die Friede haben, was durch Jesus Christus zu haben ist. Ich kriege von da Anleitung von Hochmut und Demut te reden. Ik wil eerst some characters in de Bijbel verbringen van wat de falsche zijn, waar du als hochmütig warst. En dan hing er ook nog een beetje meer van demütig. Some van dat wat even aan de passages over rein mijn handen terug om doel over deel komen. Hoewel zum Anfang mal 1. Petrus 5, Vers 5 und 6 hier nehmen. Und das Vers fängt hier an, desgleichen ihr Jüngeren, so Demut und Hochmut ist nicht so, was der bloß bei älteren Menschen ist. Hier redet von bei den Jüngeren. Desgleichen ihr Jüngeren, seid untertan den Ältesten. Allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ingen ander doen zijn en vasthouden ohne Demut. Demut, dat is, kan we zeggen, is een moed om dienen. Wenn Gott waar steht, de hafvat je. En wo wird uns het gaan en we aan denken en dat Gott ons waar stonen wird. Aan denken, Gott ist allmächtig. Wenn hij ons waar stonen wird, wat voor chance würde we hebben om daarna bij irgendwer komen. Pride destroys. Wenn wir Pride in uns Hart haben, in uns Leben, dort hat uns in verschiedenen Hinsichten haben, verdorben. In Proverbs 16, Vers 18 and 19. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Better it is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil of the proud. Sagt hier, Stoltheit jet fern verdorven. Wenn wir stolz sind, dat nur das falsch nur dann ist, dass ohne Frau dort auch wat verdorven herankommen. Sagt ihr, dass beter een beste wat haben met die duimetje als een grote klampen met die stalte. Wenn wir denken an Pride, dann denken wir an ans Vergänger oder die Anlehrer von Pride, was da so tun ist. Isaiah 14, verse 12 through 15. Isaiah 14, verse 12 but 15. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation
in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. This engel, wat immer wir dat, dann krijgen we de naam. Hij weer bij God im Himmel. En hij erhooft zich, hij gelooft zich, hij had te komen als God, oder God gelijk zijn. Dat is wat pride deed. Hij vangt zich aan te erheven, geen God. En dan, wegen dem Himmel, wat geen pride ruim heeft, dan staat God uit dem Himmel uit. En dat is wegen wat we vandaag dag voor dag allemaal moeten kampf opnemen, gegen this engel wat uit pride, een wegen pride uit dem Himmel uitgestaat is. En dat is wat nu ons versteren, de duivel is. So we moeten nu dag voor dag allemaal kampf opnemen. Wegen de duivel weet dat hij niemals waar een chance heeft im Himmel aan te komen. En we kunnen zeggen, hij weet waar het im Himmel is geweest, ver hij zich erheven deed. En daar kan hij geen waar aankomen en hij wil niet haar dat irgendwas weer zal aankomen. Hij wil haar die zal alle en dat verdorven aankomen wie hij is. So wij ons niet laten de moed berauben, wanneer we dag voor dag maar de kampf opnemen, geen de pride. En de nächste character wat ik aan denken, dat we van Haman. Meeste van ons wat de geschichte van Haman bekend zijn. En het boek Esther is daarvan geschreven. Dus König deed zijn Esther derde kapitel weer wat van dit hier aanvangt. Dus König deed dem Haman een hoge steed geven. Want das König wird gewusst haben, was von Charakter Haman hat, wird vielleicht dort nicht getan haben. Ich weiß nicht, wo dann wird sein, ich weiß. Aber Haman wird eine große Anerkennung gegeben. Und das kann er nicht vertrauen. Er wird groß damit, der Mann. Und er fordert dort, dass andere Menschen sich sollen dolby verarmen. Wegen hij wie nu de grote man am zal dat geëerd worden. En Mordechai, dat wie een Jood, en die kan God op zo'n weg dat hij dat klaar had, dat een mens durft niet zo'n anerkenning gegeven worden als Haman vader deed. Zo hij deed het niet. En dat ooit is Haman ganz ne droht. En Haman leidt zijn gedanken in een falsche richting gaan. Hij leidt zich van pride aanleiden en van zich erheven geen des Mordechai. En wanneer hij een grote hoed had geen Mordechai, dan werd het niet goed, bloos geen Mordechai zich rechnen. Nou zijn pride, we hadden hem zo weer te houden. Hij plant de ganze Judenvolk om te brengen. Wegen des Mordechai am nicht eer deed. Wil je het aanstaat, want wie op eenmaal zoveel des anderen, die zullen ons een anerkenning geven, die dat niet. Laten we ons ook zo in pride, een hecht jou als des Haman deed. En Mordechai wordt hier wat van dit aan. En hij ging naar de koningin Esther, dat hij zal bij koning wit aanleiden voor haar volk. Esther werd een Jüdische Mial. En zij moest haar leven op spel zetten, om bij koning een aanvrouw brengen. Dat had met te doen of de koning arwoord gnädig zijn of niet. Maar Mordechai deed haar aankrouw dat zij durft zich niet zeggen zijn dat zij willen leven blijven, wanneer zij dat niet willen doen. Het is interessant op wat van weg
Esther dort deed, zij deed het zo onleiden dat dus Haman nog een gescheiter bus nooischaps kreeg met zich erheben. Wenn hij weer de einste wat bezit im König angeloot weer van Faas. So tja, wans feststellen, Mensch, wat zich sehr erheben deed, en dan nog nooischaps kreeg om zich erheben. Wo hoog des Haman zich wat erhoben ha. Wel, we vingen, wanneer krijg de rechte verse we hier lezen, dan hebben we het ook goed vingen. Wo hij zich zo reich makkelijk fällt. Nu, als hij de grote man. En de ene nacht kon de koning niet slopen. En dan waren de beker even deel gehoord. En dan vindt zich dat door dat om zijn mannen je was, die had hem koning wilt schode aandoen. En met afbakken. Dus Haman, wie hij dat dan vertaald had, wat de koningin aan voor een anerkenning gegeven had. En hij is op de nächsten dag nog aangeloot van Faas. Maar hij zegt dat als am allernisch wird, zolang maar dat hij door allemaal nog ver am essen niet aan de anerkenning geeft. Dan wat am teurot? Nou, dan stel mal een 50 ellen hoge boom, 25 hoge pol op. En dan kost maar dat hij dan heen, dan wat hij mal even ziegeschoven zijn. Ze hadden al geplant die ganze Jüdenschaft dood te maken, maar dat Mordechai dem soll nog extra slag getriet worden. En aan die nacht dan kon het koning niet slopen. Daar waren de beker even deel gehoord van de history. En dan lezen ze daar waardoor dus een half dem koning zijn leven geraad. En dan vraagt het koning gelijk, wat zijn man zal gedaan worden wat hij gern wil eren willen. Wel, Haman is zo hoog aan zijn pride abgeritst, dat hij kan zich niet vaststellen wem de koning zegt wat mij als krijg aan. En tja, waar zijn woorden tijd wanneer we aan pride geraand worden. Dan neemt hij zich zelfs door een beeld en verziekt zich verder te stellen wat aan wordt een anerkenning zijn. En dan zegt hij dat ook. En dan hier in Esther, wat is het hier, het 6e kapitel, vers 7. Und Haman sprach zum König, dem Mann, den der König gerne ehren wollte, soll man königliche Kleider bringen, die der König pflegt zu tragen, und ein Ross, darauf der König reitet, und soll eine königliche Krone auf sein Haupt setzen. Und man soll solch Kleid und Ross geben in die Hand eines Fürsten des Königs, dass derselbe den Mann anziehe, den der König gern ehren wollte, und führe ihn auf dem Ross in der Stadt Gassen, und lasse rufen für ihn her. So wird man tun dem Mann, den der König gerne ehren will. Das mal hoch abgehoben, mal sehr seine dem zu ehren. Und was denn hier dann wieder? Verstehen sagt dann, der König sprach zu Haman, eile und nimm das Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu also mit Mordechai, dem Juden, der für dem Tür des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du geredet hast. Ein Mann, ganz hoch angereizt mit Pride, und nu soll er das wem, sein Feind, dort tun, was er für sich gedacht hat, zu kriegen. What that pride? Pride goeth before destruction. Das Haman, hij muss het dan doen. Hij werd damit aan dat trouble weer voor hem in zijn leven. Maar hij deed het, de bevel uitvallen. En hem werd gestraft. Hem werd aan dem pool aangehangen wat hij voor zes wem gemaakt had. So what that pride in ons leven.
dat geeft ons trouble. Dat heeft ons van ons God tranen. En we zijn niet meer meer klaardenken, wanneer we ons van pride laten regeren. Nebuchadnezzar, Daniel 4. kapitel. Dat werken een zeer sterke, brave koning. Hij kan meest doen wat hij wil. Hij heeft zo'n macht en een wereld dat whatever aan jacket kan doen, de mensen moesten naar hem horen. En God deed am warnen. Durch een droom. En Daniel deed de bediening zei wat de droom bedienen deed. En dan hier in Daniel 4. kapitel vers 25 en wieder. Dat wordt vielleicht een beetje verschieden zijn in Duits en Engelse Bibel, zit me hier zo. Im Duits erst en is de 24. vers. In English wordt het 28. zijn. All this came upon the king Nebuchadnezzar. At the end of 12 months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. Dit is al door we Daniel aan de bediening gezegd heeft wat de droom bedienen deed. The king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven, saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from man, and did eat grass as oxen, and his body was wet with dew of heaven, till his hair were grown like eagle's feathers, and his nails like birds' claws. And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me. And I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, What doest thou? At the same time my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom mine honor and brightness returned unto me, and my counselors and my Lord sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase. So, this König, hij erhoofd zich en hij deed niet God ondertjaning geven. En God sloeg hem op zo'n waag doel dat hij zich in bijs op een staap moest buiten een vrije hemel leven. Hij moest gras vreten en zijn haar die werden zich odler en zijn vingernails fel kleven. Dat is wat hij moest daar beleven. Hij werd ganz van de mensen versmeten. Hij moest zijn bijst op een staap toebrengen. Hier redt van zeven tijden. Soms steden wordt ik te verstaan, het kan 7 jaar zijn die je was. Ik wil dat niet te klaar zeggen, wordt werkelijk is, maar dat is sommige mensen dat willen geven. Sommigen denken aan 7 jaar, dat is een bijst op een staap leven. En dan op eenmaal, dan maakt hij op, wer God van hem weer.
En hij vangt aan God ondertjaning te geven. Laatste vers im Deutsch noch lesen. Darum lobe ich, Nebuchadnezzar, und ehre und preise den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht, und wer stolz ist, den kann demütigen. So hij gaf Gott die Anerkennung, wenn hij sich erhoben hat, gegen Gott. Nu hat Gott ihm gedemütigt und hij gaf Gott die Anerkennung. In Belshazzar, dort wir Nebuchadnezzar sehen. So wie wir können so denken, dass das Belshazzar, der hat es allein gesehen, was es deed, wenn sein Vater sich so erheben deed. Und dort ist dann auch wieder könnt. So denke, dass er wieder Leben aufnehmen. Nächste Kapitel, Vers 18. Doordat Daniel met das Belshazzar rede. Daniel 5. Kapitel, Vers 18. Herr König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebuchadnezzar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und für solche Macht, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich für ihm alle Völker, Leute und Zungen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig ward er vom königlichen Stuhl gestoßen und verlor seine Ehre und ward verstoßen für den Leuten hinweg, und sein Herz ward gleich den Tieren, und er musste bei dem Wild laufen und fraß Gras wie Ochsen, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels, und er ward nass, bis dass er lernte, dass Gott der höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. So das was Daniel, das Belshazzar da verhüllt hat, das Sehen von des König. Und an 22. Vers, und du, Belshazzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, ob du wohl solches alles weißt, sondern hast dich wider den Herrn des Himmels erhoben, und die Gefäße seines Hauses hat man für dich bringen müssen, und du, deine Gewaltigen, deine Weiber und deine Kebswerber haben daraus getrunken, dazu die silbernen, goldenen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht geehrt. So hat nicht Gott die Anerkennung gegeben, wenn er gewiss, wo das schaffen deed mit seinem Vater. Darum ist von ihm gesandt diese Hand und diese Schrift, die da verzeichnet steht. So das kenne ich die Sache ohne Schrift, ohne Wand, und er verschrockt sich da Eva. Und nu wil hij haar dat Daniel soll die Schrift da uitleihen. Und dat hat man te doen wegen Belshazzar hat sich nicht laten demütigen, wenn er auch wist, wat het schaffen deed. Er wird geschafft hat mit seinem Vater, wenn er sich nicht demütigt leid. Und das Belshazzar wird, der kommende nach, wird ihm angebracht und ihm das Königreich wahrgenommen. So pride goeth before destruction. Nu de andere Seite von Humility. Humility, dat Rade. Wenn wir demütig sind, wie dann Tischstunden, dass wir Sünder sind, dann können wir gerat worden. Jakobus 4, Vers 6 bis 13. But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted, and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
so ans Dämetje, dat Gott ons kan abheben. Wenn Gott war er steht, die, wat er stolz sind, aber die Dämetje, die heeft hij genood. Waar we ons en dit uitloten, oder ons en dit nanvieren loten, dat we waren ons Dämetje, dat Gott ons kan abheben, dann dürfen wir nicht, ohne dass wir auf die Regen haben, einmal sehr fallen. Ein anderer Spruch sagt, the higher they fly, the worse they fall. Mal sagen, das Hamann, was ich da erst von hatte, die wie so hoch nach Hause geflogen, die fall, but he ganz verdorben wird. In Lukas 18, da fingen wir den eng von des Pharisäer und den Zöllner, zwei Menschen, die da im Tempel gingen zum Beten. In Lukas 18, Vers 9 bis 14. Sagte aber zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären, und verachteten die anderen ein solch Gleichnis. So, da wären Menschen, die sich selbst erheben, die jenem Nächsten, und die den Nächsten verachten, vertalte hier ein Gleichnis. Es gingen zwei Menschen im Tempel zu beten, ein wie ein Pharisäer und der andere wie ein Zöllner. Ein Pharisäer, das wäre die was im Gottesdienst sollen eine Anleitung geben, das heette die, was aus Gottes Manna sollen eine Anleitung geben im Volk. Die Pharisäer standen bet bei sich selbst zu steht. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht sehe, dass der andere Lied. Räber, Eierrechte, Ehebrecher oder auch des Zöllner. Des Zöllner, die hadden zu der Zeit fokken dem Ruf, dass sie anerberechtigt wären, die Meier Saul, Vater auf die Grenzen, so wieder aus Reich wir, sodass ein Ruf aus den Zöllner zu der Zeit viel hadden. So das Pharisäer, die dankt Gott, dass er besser ist als andere Menschen. Das ist nicht, was mit Arech, wenn wir Gott danken, dass wir nicht Räber sind. Das ist nicht mit Arech. Wir sollen uns nicht Leute erheben damit, aber Gott danke, dass er uns gnädig ist, dass wir können ein abreiches Leben führen. Dort liegt es ganz fein. Hier, das Pharisäer, die sagte in seinem Gebet noch wieder, ich tue zweimal den Weg fasten und gebe die Tiende von alles, was ich habe. So haben wir ein reich feiner Mensch, er deed nicht Ehebrechen, er deed nicht, er wie nicht ein Räber, er wie nicht eierreich, er deed nicht die andere, was aufgehen, was nicht abrechtig wird. Zweimal den Weg, der fasten und von alles, was ich habe, gab ich den Tiende Pot weg. So ein bisschen sehr feiner Mann wie er. Dann der 13. Vers, in die Zellner aber stand von Ängste auf, und er fällt sich so wenig wert, er wollte sich nicht mal seine Augen abheben am Himmel. Er schlug in seine Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Das Zellner, er erkannt dort, dass er ein Sünder war. And that's what humility did. We acknowledge that we are sinners. Und das Pharisäer fing wir noch, dass er irgendwie einen Ruhm gab, dass er nicht auch ein Sünder wird sein. Vers 14. Ich sage, und diese ging drauf, gerechtfertigt in sein Haus verjahren. Wenn wer sich selbst erheben hat, der wird durchgeschlagen worden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird abgehoben worden. Hier schreibt im Vers, wo Gott uns wird abheben. Wie uns wird der mit vergott, dann wird er uns abheben. Und dann wird es so eine Anerkennung sein, was nicht wird uns in das Fleisch erheben. Lukas 15, und da fingen wir von dem verlorenen Sehen. Wir können sagen, der erhofft sich auch, wie es das aufgehört gekriegt hat, dann wird er mal wissen, was er für Mann wir. Er nahm sein Haben Gott mit, ging in der Welt nennen, und wird er mal wissen, was von Leben er wird führen.
pride goeth before destruction. Das geht gleich lang, dann wir das Dings da sehen. Wir ganz am eng. Den Geld wie alle, Freund hat nicht. Und er fängt an zu hungern. Er hat nichts zu eten. Und dann fängt er an, mal nur zu denken, was? Wie sie ich angekommen? Wo so sie ich bei dieser Stadt gekommen? Und er deed sich damit. Er sagt hier im 17. Vers anfangen, Lukas 15. Da schlug er in sich und sprach, wie viele Tage länger hat mein Vater die Brot die Fülle haben und ich verderbe im Hunger. Er fängt an zu denken an die Oberrat sein der Haf, was er genug hat zum Eten, even wenn es bloß Oberer sind. Fängt ihm an zu denken, wo sehe ich hier? Dann 18. Vers sagt, ich will mich abmachen und meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe sindig gegen den Himmel und für die. Ich sie nicht mehr wird, den Sehnten heute. Mach mir einer von deinen Oberer. So, wenn wir uns demütigen, dann wo wir tauschen, wir sind nicht wert, dort, was uns zukommen wird. Das sagen wir gleich wert. Wir sind gleich wert, und denken, dass wir von einem heiligen, gerechten Gott waren, Gnade kriegen. So das wird wir das sehen kommen. Hij will nicht, falls ich nicht wird, in Sehen zu sein für sein Vater. Gott het vernehmen, und dann finde ich der Vers finger dat hij mögt sich ab und kommt zu sein Vater. Wie es noch weit auf wir, sagt sein Vater an, und am jammert über dem, und er rannt ihm entgegen, fall ihm am Hals und küsst ihm. Das sehen, weil die sagt, von einem Schwein kommen, der Vater, der lügt. Gott lügt auch nur uns, dass wir uns demütigen und bereit sind zum Tauschen. Wir sind nicht mehr wert sein zu sein. Und Gott hat auch mit offenen Armen, er ist bereit, um uns annehmen. Kriegt es, wie sind. Vers 1 finde ich, der sehen aber sehr zu sein Vater. Vater, ich habe sindig gegen den Himmel und für die. Ich sie nicht mehr wert, den Sehen zu sein. Und der Vater sagt aber zu seinen Arbeiter, bringt das beste Kleid und trägt ihm das an, und gibt ihm einen Ring in seine Hand und schaut in seine Feit und bringt das gemaßte Kalf, weil wir das schlachten, weil wir eten froh sein. Wenn das haben ihn sehen, wie tot und erst gefangen worden. Noch hij weer dood en is levendig geworden, hij weer verloren en is gevangen worden. En ze vangen aan vrouw te zijn. Das verloren zijn, hij deed zich demütigen, hij deed thuis doen, hij had aardig gedaan. En hij vangt dat leven, hij vangt de acceptance bij zijn vader, wat hij zich niet wertvoll deed. Wenn wir demütig sind, dann do wir auch tauschen oder dann do wir erkennen, dass wir Limits haben. 1. Könige 3, dass wir Salomo König wird. Und Gott hat ihm angekreuzt, er kann ihm nur was fragen. 1. Könige 3, Vers 6 bis 14. And Solomon said, Thou hast showed unto thy servant David, my father, great mercy, according as he walked before thee in truth, and in righteousness, and in uprightness of heart with thee. And thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne as it is this day. And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. And thy servant is in the midst of thy people, which thou hast chosen, a great people that cannot be numbered nor counted for multitude. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people? And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing.
And God said unto him, Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast thou asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. And if thou wilt walk in my ways to keep my statutes and my commandments as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. So Salomo, hij betikt zichzelf als een jong. English redt van a young child or a little child. Im Deutsch sagt es, so bin ich ein junger Knabe und weiß nicht weder meinen Ausgang noch Eingang. So hij deed het erkennen dat am dat on wat veel deed. So hij deed zich daarmee doorstellen dat God am kan aanvallen, dat God zijn hart kan aanvallen met wijsheid, dit grote volk te rechten. Dat is wat daarmee deed. We doen acknowledge dat we limits hebben en dat we niet zelfs kunnen dingen doen. En wanneer we aan denken aan voor een heel jaar gerechte, alwissende God, dan gaat ons het leukste Jesaja dat denkt. Isaiah 6, verse 1 to 8. God deed Jesaja roepen toen een profeet zijn. En hier vingen we van waar hij een vision had. Jesaja 6, vers 1 wieder. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts and the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Fernhelja, gerechte God. Jesaja voelt zich zo dat hij wil aankomen wegen en denken aan zo heilig en gerecht als God weer. So wie erkennen, wo nisch dat met ons is, voor een heilige, gerechte God. Im Nieuwe Testament wordt ons aangekracht als Christen daarmee aan te trekken en zo wieder. Kolosser 3, vers 12. Du sagtet, so ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, sanft mit Geduld, so dat ons aankrauen, die Demut aan te trekken. Dat we worden Demut Ramans ha. In 1. Petrus 5, ein Vers hatte ich erst am Anfang al. War da Vers 5 bei der 9.
Desgleichen ihre Jüngeren, seid untertan den Ältesten, allesamt seid unter den anderen untertan und haltet fest in der Demut. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass euch erhebt zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn sorgt für euch. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Hier sagen wir, ongetrokken zijn met demut. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. So, wenn wir ongetrokken zijn met de demut, dann wollen wir nicht der Befall des Haman und Nebuchadnezzar in seine Stadt eiden. Epheser 5, eerste 3 vers. Du redet nog van dat we zullen en die demut wandelen. Epheser 5, vers 1 tot 3. So ermahne nun euch, ich Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie sich's gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld und vertraget einer den anderen in der Liebe und seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. So dass wir wandeln in Demut, walk in humility. Je hebt het zo'n door een falsche demut kan zijn. We vingen in Kolosser 2 van jetzt so te verstaan dat het een falsche demut wordt zijn. Machen wat je zegt, wanneer ik hoor je zeggen, ik zie een zeer demutiger mens. Dat is al een teken van hoogmoed in mijn leven. So hier in Kolosser 2, vers 18 bis 23. Lasset euch niemand das Ziel verrecken, der nach eigener Wahl einhergeht in Demut, selbst sich Demut feststellen, wichtet man an, und Geistlichkeit der Engel, davon nie etwas gesehen hat und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn, und hält sich nicht an dem Haupt, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Fügen Handreichung empfängt und zusammengehalten wird und also wächst zur göttlichen Größe. So ihr denn nun abgestorben seid mit Christus, den Satzungen der Welt, was lasst ihr euch denn fangen mit Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst, sagen sie, das nicht angreifen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, was sich doch alles unter den Händen verzerrt. Es sind der Menschen Gebote und Lehren, welche haben einen Schein der Weisheit durch selbsterwählte Geistlichkeit und Demut und dadurch, dass sie des Leibes nicht schonen und dem Fleisch nicht seine Ehre tun, zu seiner Notdurft. So eine falsche Demut, false humility and the satisfying of the flesh. So dat Paulus hier von verwarnen, da wir nicht sagen, eine selbsterwählte Demut an uns haben. In 1. Johannes 2, noch ein paar Vers. Vers 15 bis 17. Sagt it, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passes away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So wir sollen nicht uns mit der Welt gleichstellen, nicht die Dinge in ons Leben hoch haben, was er zu der Welt gehört hat. Die Fleischeslast, Uurlast und Hoff, was je Leben.
Wenn dort gehört zu der Welt, dort ist nicht so was von Gott kommen hat. So, zum Schluss nach dem Vers 1. Petrus 5, wat ik al een paar Mal had, war ein bisschen Port von dem Vers, da sagt es, haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Halt fast an der Demut, wenn Gott erst jeden die stolz sind, aber die Demütigen, die heeft hij Gnade. En we willen alle van die zijn wat er worden Gnade haben bij Gott. Ik wil vrouwen nu opstaan om gebed weer het passend is. Lieber gerechter Gott vor dem Himmel, wir danken dir, dass du mit uns bist. Wir danken dir, dass du Jesus geschickt hast. Hij wir demütig, hij hält dort nicht fast. Glück zu sein mit dir, hij leidt dort gehen, hij leidt sich erniedrigen, ganz bei dem Kreuz, zum Tod. En dat is wat ons een voorbeeld is, dat we ons niet zullen erheven. We willen ook in Demut leven. En we willen die de anerkenning geven als God, als Vader en als Zoon wat er ons raden deed. En du hast zich een stederheid voor ons. Want we waren demütig zijn, dan kunnen we nog maar die steder lang weer keine Versuchung meer zijn wordt. We de zo niet bijkomt om ons troubelen. We waren voor immer en ewig vrede beleven kunnen. Maar we danken die voor zo'n verspreking. Moesten we daar durch das Tag met ons zijn. Hopen dat we kunnen demütig en trouw dien navolgen, zoals du het gerekend hast. In Jezus' naam. Amen. Let's take our Christian hymnals and turn to song number 44. Come, gracious Spirit, heavenly down, with light and comfort from above. Be thou our guardian, thou our guide, o'er every thought and step reside, o'er every thought and step beside. The light of truth to us display, and make us know and choose thy way. Plant holy fear in every heart, that we from God may ne'er depart, that we from God may ne'er depart. Lead us to holiness, the road which we must take to dwell with God. Lead us to Christ, the living way, nor let us from his pastures stray, nor let us from his pastures stray. Lead us to God, our final rest, to be with him forever blessed. Lead us to heaven's bliss to share, fullness of joy forever there, fullness of joy forever there. 1 Thessalonicher 5, vers
23 und 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. So Gott wird treu sein, wenn wir uns von arm Leute helden, dann kann wir ein Segen sein für uns Mitmenschen. You're dismissed.